Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich einen kleinen Vergleich zwischen der Fenix 6 und der Suunto 9 Peak vorstellen. Ich zeige euch die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der beiden Uhren. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht viel, wir fangen direkt mal an. Als erstes haben wir die verschiedenen Ausführungen. Bei der Suunto haben wir insgesamt 4 Variationen, also heißt 4 Farben und 2 in Titanium-Version und alle haben ein Saphirglas. Anders sieht es bei der Fenix aus, da haben wir unter anderem eine Fenix 6S, die eher für die Damen ausgelegt sind in einer kleinen Variante. Und wir haben einmal eine Fenix Normal-Version und eine Pro-Version bzw. Saphir-Edition und eine Solar-Version. Bei der Normalversion ist es so, dass zum Beispiel keine Kartenmaterialien vorhanden sind oder auch kein Musikdownload möglich ist. Bei der Pro-Version habt ihr dann schon Kartenmaterialien und Musikspeichermöglichkeiten und bei den Solaruhren habt ihr die Möglichkeit über das Panel, also hier direkt über das Display aufzuladen. Was die Verarbeitung angeht, ist hier bei der Suunto Peak doch alles sehr metallisch ausgelegt, also wirklich sehr stabil. Ich habe jetzt hier die Titanium-Version in weiß. Sie ist sehr schön zu tragen, ist sehr handlich, sehr leicht. Bei der Fenix 6 ist es so, je nachdem welche Version ihr habt, wenn ihr eine 6S-Version habt, habt ihr natürlich eine kleinere Uhr, da ist auch das Display etwas kleiner. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Fenix 6 Saphir Edition. Sie wirkt dann doch gegenüber jetzt einer Suunto doch recht, ja, ich sag mal, klobig und ist auch je nach Modell etwas schwerer. Also hier ist natürlich entscheidend, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine X-Version habt, das ist die größte Edition von der Fenix, dann habt ihr noch eine viel größere Uhr als diese und die ist natürlich nochmal etwas schwerer. Was das Bedienkonzept angeht, so haben wir 2 verschiedene Konzepte. Bei der Fenix ist es so, dass wir über 5 verschiedene Tasten die Uhr bedienen können. Ihr habt dann links 3 Tasten, rechts 2 Tasten. So geht ihr durch die ganzen Menüs durch, beziehungsweise könnt Sachen auswählen, das Display ändern oder auch Display anpassen, beziehungsweise Aktivitäten starten. Bei der Suunto gibt es eine Hybrid-Version. Ihr habt einmal ein Touch-Display, mit dem ihr dieses Menü bedienen könnt. Dieses Touch-Display wird aber während der Aktivität deaktiviert. Das heißt, da müsst ihr über die Tasten gehen. Und ihr habt 3 Tasten, mit denen ihr dann entsprechend durch die Menüs bedienen könnt. Und ihr seid aber nicht zwingend auf das Touch-Display angewiesen. Das heißt, wenn ihr gerne mit Tasten arbeitet, könnt ihr auch nur die Tasten verwenden. Nachteil für mich ist, was das Touch angeht, das ist aber jetzt ein Problem des Touch-Displays und nicht der Uhr selber, dass halt natürlich entsprechend das Display immer verschmiert ist und man das öfters mal putzen muss, wie jetzt anders als bei der Fenix. Bei beiden Uhren ist es möglich, das Armband zu wechseln, das heißt, ihr könnt es mit einem Klickmechanismus herausnehmen. Bei der Fenix habt ihr ein eigenes partitiertes System, dann nehmt ihr einfach hier mit dem Klickmechanismus das Armband heraus und könnt es wieder einklicksen. Bei der Suunto geht es ein leicht bisschen komplizierter, da müsst ihr über einen Schieberegler das quasi rausschieben und rausziehen, beziehungsweise wieder einklicksen. Beide Uhren verfügen über einen optischen Sensormesser, der hinten an der Uhr angebracht ist. In beiden Versionen habe ich auch ein Pulsoximeter dabei, das heißt, es wird auch der Sauerstoffwert gemessen im Blut. Und diese optische Messung erfolgt dadurch, dass ihr das am Handgelenk angelegt habt. Die Uhr muss entsprechend auch sitzen, am richtigen Punkt sitzen. Das heißt, es darf nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten sein. Und dann wird es entsprechend über die Sensorik gemessen. Was das Display angeht, haben wir beide ein reflektierendes Display. Das heißt, wenn ihr in der Sonne schaut, dann ist das entsprechend gut ablesbar und nicht wie zum Beispiel bei einem OLED-Display oder bei einem, ja, wenn ihr zum Beispiel ein Handy habt, dass es ab einem gewissen Sonnenstand nicht mehr einlesbar ist. So habt ihr das Problem bei den Uhren nicht. Was hinzukommt ist, dass bei der Suunto ein schwarzer Rand ist. Das heißt, das Gehäuse wird nicht komplett mit Display ausgeführt, wie zum Beispiel jetzt bei der Fenix. Also bei der Fenix haben wir natürlich auch noch einen kleinen Rand, aber der ist deutlich geringer. Und je nach Modell habt ihr auch entsprechend größeres Display bei der Fenix als es gegenüber der Suunto. Des Weiteren ist das Fenix-Display ein bisschen kontrastreicher bzw. farbenfroher. Das heißt, die Farben kommen ein bisschen mehr raus und ein bisschen kräftiger. Es ist beim Suunto ein bisschen dezenter, aber hier ist es natürlich auch Geschmackssache, was einem mehr gefällt. Was die Hintergrundbeleuchtung angeht, so habe ich bei der Suunto einen Sensor, der die Dunkelheit des Raumes ermittelt. Das heißt, er schaut einfach, wie dunkel es ist und passt entsprechend die Helligkeit des Displays an. Das habe ich bei der Fenix nicht. Hier kann ich zwar auch die Helligkeit des Displays einstellen, also ich kann es individuell einstellen für Nicht-Aktivitäten und für Aktivitäten, aber ich habe keine Anpassung jetzt zum Raumlicht. Ja, dann kommen wir auch schon zum User-Interface. Beide Uhren haben ein Drop-Menü, das bedeutet, bei der Fenix kann ich in ein Widget-Menü hineingehen, das kann ich entsprechend runterscrollen und hier sehe ich dann entsprechend meine hinterlegten Widgets, zum Beispiel meine Schritte, ich kann mir das Wetter angucken, ich kann mir die Gesundheitsstatistiken anschauen, meine Schlafstatistik, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder auch wie mein aktueller Trainingsstand ist.
Bei der Suunto habe ich ebenfalls ein Trackdown-Menü und da sehe ich dann auch entsprechend ja, mein Puls, dann mein Ressourcenmonitor, meine Schritte, meine Trainingszeit, auf welcher Höhe ich mich befinde und auch die Schlafenszeit bzw. mein VO Max. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, meine Zifferblätter anzupassen. Bei der Suunto ist es so, dass ich 11 vorinstallierte Zifferblätter habe, zum aktuellen Stand jetzt, und mir entsprechend eins auswählen kann und da die Farbe anpassen. Das war es aber auch schon. Bei der Phoenix habe ich die Möglichkeit, über den Connect IQ Store, über die normal installierten Zifferblätter hinaus, mir neue Zifferblätter runterzuladen und die teilweise je nach Zifferblatt mir auch individuell anzupassen und entsprechend so mein eigenes Interface zu kreieren, beziehungsweise das nach meinen Wünschen auszusuchen. Und man ist jetzt nicht auf diese 11 Zifferblätter beschränkt, aber auch hier ist es natürlich so, wenn jetzt einem die Suunto Zifferblätter gefallen, ist man damit völlig zufrieden, die erfüllen ebenfalls ihren Zweck und es ist halt natürlich eine Geschmackssache, ob ich mir das entsprechend anpassen möchte. Bei der Phoenix gibt es oben drüber hinaus noch die Möglichkeit, dass ich Widgets, zum Beispiel jetzt neben den Schritten, Herzfrequenz etc., was Widget genannt wird, neue Widgets über den IQ Store herunterzuladen. So habt ihr die Möglichkeit, eure Uhr individuell weiter anzupassen. Zum Beispiel, ihr könnt ein Barcode-Wallet machen, also da werden zum Beispiel dann die ganzen Karten hinterlegt mit dem Barcode, so Payback-Karte etc. Oder ich habe die Möglichkeit, mir einen auf UV-Index anzeigen zu lassen oder zum Beispiel GPS-Metrics, was ich jetzt zum Beispiel fürs Geocaching nutzen kann. Die Möglichkeit gibt es aktuell bei der Suunto leider noch nicht. Beide Uhren unterstützen die Smart Notification, das heißt, ich bekomme auf beide Uhren eine Meldung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine WhatsApp bekomme oder eine E-Mail, bekomme ich die angezeigt. Da ist es so, dass ich bei Suunto sogar die E-Mails lesen kann. Ich kann dann wirklich runterscrollen und lesen. Bei der Phoenix 6 ist es so, dass ich dann zwar eine Meldung bekomme, aber jetzt zum Beispiel die E-Mails nicht lesen kann. Also es gibt da so ein paar Unterschiede. Es kann natürlich auch sein, dass bei Phoenix das mit dem Software-Update irgendwann geändert wird. Also wenn ihr das Video schaut, kann es sein, es funktioniert auch jetzt schon mittlerweile. Aber aktueller Stand ist so, dass ich dann eine Meldung bekomme, so eine kleine Kurzübersicht, was ich dann bekommen habe auf der Phoenix. Und bei der Suunto 9 Peak habe ich ein paar Details mehr. Ja, da kommen wir auch zum sportlichen Teil. Beide Uhren bieten einen sogenannten, ja, einmal bei Garmin ist die Body Battery, bei der Suunto 9 Peak ist es ein Ressourcenmonitor. Was macht das? Beide zeigen euch an, wie euer Energiehaushalt im Körper ist und möchten euch zeigen, ob ihr jetzt noch Workouts machen könnt oder euch doch lieber regenerieren sollt. Bei der Suunto 9 Peak ist es so, dass das Ganze nur über die Uhr richtig einsehbar ist und dann auch nur an dem Tag genau. Bei der Garmin, diese Body Battery, die es gibt, kann ich mir die historischen Daten in der App bzw. auf der Webseite anschauen. Das heißt, ich kann jetzt nochmal zurückschauen, wenn ich das möchte. Des Weiteren bieten beide Uhren die Möglichkeit, beziehungsweise wenn ihr Sport gemacht habt, eine Ruhezeit. Da wird dann entsprechend angezeigt nach der Aktivität, wie viel Ruhezeit ihr einplanen sollt, damit ihr eure nächste Aktivität macht. Das ist so, euer Körper braucht eine Regeneration und entsprechend eine gewisse Zeit, um wieder seinen Haushalt in Gleinklang zu bringen. Und diese Zeit werden bei beiden Uhren angegeben. Und ein Test hat eigentlich gezeigt, dass dies doch sehr identisch ist. Also es gibt da kaum Unterschiede. Was natürlich für die Regeneration auch wichtig ist, ist das Schlafen. Und da habe ich auf beiden Uhren ein Schlaftracking. Da gibt es auch einen kleinen Unterschied. Und zwar bei der Garmin kann ich dann in der App sehen, wie gut meine Schlafqualität ist, beziehungsweise auch auf der Uhr. Wird angezeigt, wie meine Schlafphasen waren, wie oft ich wach war, wie lange meine Tiefschlafphasen waren. Bei der Suunto bekomme ich nur einen Überblick, wie lange ich geschlafen habe, wie meine Qualität war und ob ich mein Schlafziel erreicht habe. Ich kann ein Schlafziel hinterlegen. Das Ganze kann ich mir auch in der App nochmal anschauen. Es ist aber so, dass ihr keine Details bekommt, wann ihr wach wart, wann ihr nicht wach wart. Was aber positiv ist, der Schlaftracker bei der Suunto hat die Zeiten sehr gut ermittelt und hat auch meinen Schlaf sehr gut bewertet, also so wie ich mich dann auch gefühlt habe. Man muss dazu sagen, ich habe aktuell 2 kleine Kinder und da ist man öfters mal wach und bewegt sich auch mal nachts und ist da mal unterwegs, wenn man nicht unterwegs sein möchte. Wird mir zwar hier nicht angezeigt, aber die Schlafenszeiten passen mit dem etwa, wie ich das auch empfunden habe, beziehungsweise wenn ich auf die Uhr geschaut habe, wie viel ich geschlafen habe, das hat ungefähr gepasst. Bei der Phoenix habe ich das Problem, dass ich zwar diese Details angezeigt bekomme, aber oft wird mein Schlafende nicht richtig erkannt, mein Schlafanfang wird nicht richtig erkannt und die Details stimmen auch nicht. Das heißt, wenn ich dann aufgestanden bin und unterwegs war, hat die Uhr gedacht, ich schlafe. Also ich bin definitiv aufs Klo gegangen oder habe definitiv irgendein Kind gerade rübergetragen oder was auch immer und es wurde nicht erkannt. Obwohl ich mich bewegt habe und mein Puls entsprechend auch höher gegangen ist, wurde leider nicht erkannt. Das Problem ist bei Garmin aber schon eine ganze Weile. Ich teste momentan die Forerunner 55 und da habe ich das ähnliche Problem. Dann bieten beide Uhren doch eine große Anzahl an Sportmöglichkeiten. Also es sind schon
etliche Sportmodis installiert. Die gängigen Sachen sind alle installiert, also Laufen, Radfahren, Mountainbiken, Yoga, alles was so der gängige Sport ist. Und sobald ihr über eine Sportart hinauskommt, die jetzt zum Beispiel nicht direkt auf der Uhr installiert ist, habt ihr bei beiden Uhren die Möglichkeit, dies zu erweitern, da diese Sportmodis dann auch nochmal hinterlegt sind, bloß nicht in Favoriten. Bei der Suunto ist es sogar so, da finde ich sogar noch einen Ticken besser, da könnt ihr in der App das Ganze konfigurieren, ihr könnt auch quasi eine Sportart aussuchen und entsprechend auch gleich das Display anpassen und müsst nicht hier an der Uhr irgendwas machen und das Ganze wird auch direkt auf die Uhr synchronisiert und ist direkt da. Anders sieht es bei der Garmin aus, da kann ich zwar auch mir die Apps hinzufügen, aber die ganze Display-Anpassung erfolgt nicht über die App, sondern ich muss es entsprechend hier über die Tasten machen und es kann, je nachdem wie ihr das anpassen möchtet, doch sehr mühselig sein, weil ihr sehr viele Untermenüs müsst und entsprechend das Ganze einstellen. Was bei beiden Uhren neu dazugekommen ist, ist das Batteriemanagementsystem. Ich habe bei der Suunto die Möglichkeit, innerhalb des Trainings bzw. des Workouts, was ich machen möchte und starten möchte, mir ein Batteriemanagementsystem auszusuchen. Also ich kann reingehen und sagen, hier, ich möchte jetzt hier eine längere Tour machen, bitte nehme jetzt hier die mittlere Stufe und dann wird entsprechend meine Zeit verlängert. Das Ganze wird dann auf Kosten der GPS-Genauigkeit zum Beispiel gemacht oder der Pulsmessung. Das Ganze passiert natürlich auf Kosten der Datenqualität, das heißt, Daten werden einfach nicht regelmäßiger aufgenommen, sondern in einem größeren Abstand. Dies führt aber dazu, dass ihr entsprechend dann eine längere Laufzeit habt. Das gleiche ist auch bei der Fenix so, ihr könnt über ein Batteriemanagementsystem hier auch auswählen und sagen, hier, ich möchte jetzt entsprechend einen Ultra-Track machen oder sowas und dann entsprechend das einstellen. Es gibt dann auch vorinstallierte Möglichkeiten oder ich kann das Ganze auch individuell einstellen, was ich möchte. Und bei beiden Uhren ist es dann so, wenn ihr eine Aktivität durchgeführt habt, wird die entsprechend dann mit der jeweiligen App, also mit Garmin Connect bei Garmin und mit der Suunto App bei Suunto entsprechend synchronisiert. Dann könnt ihr euch en Detail die ganze Geschichte nochmal anschauen, die ihr gelaufen seid oder gefahren seid. Ihr habt die GPS-Daten, ihr habt eine Kartenübersicht, ihr bekommt eine Zusammenfassung von der Aktivität, in welchem Herzfrequenzbereich ihr wart, wie Geschwindigkeit war, Trittfrequenz. Bei Garmin habt ihr die Möglichkeit noch über die Uhr euren Trainingsstand anzuschauen. Das heißt, ihr könnt auch gucken, welche Form ihr habt, welche Belastung ihr habt, wie euer Status aktuell ist. Das gibt es wiederum bei der Suunto nicht direkt auf der Uhr, aber ihr habt zum Beispiel dann über die App die Möglichkeit, euren Fitnessstand anzuschauen. Da gibt es eine schöne Grafik, die dann zeigt, wie euer Fitnessstand ist, eure Müdigkeit und auch eure Form. Was beide Uhren auch anbieten, ist eine Navigation. Vorweg muss ich sagen, beide Uhren sind sehr, sehr gut mit Komoot integriert. Das heißt, ihr könnt beide Apps bzw. Uhren mit Komoot koppeln. Ihr müsst euch entsprechend bei Komoot anmelden und die Konten verknüpfen. Und wenn ihr dann bei Komoot eine Strecke plant, ploppen die quasi direkt bei Strecken des jeweiligen Anbieters auf. Das heißt, ihr könnt dann bei Garmin Connect, seht ihr dann direkt die Strecke und könnt es auf die Uhr synchronisieren. Und ihr seht es direkt bei Suunto, da könnt ihr auch entsprechend gleich die entsprechenden Strecken auf die Uhr synchronisieren. Ich habe zu beiden ein Video gemacht, ich verlinke es euch ganz mal, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das in der Praxis aussieht bei beiden Uhren. Aber hier gibt es dann einen kleinen Unterschied. Bei der normalen Fenix-Version, also die Fenix nicht Pro, sondern Fenix 6, haben wir keine Karten vorinstalliert. Das heißt, ihr seht dann auch nur einen Strich, wo dann die Führung ist. Bei den Fenix Pro Version und höher und X und Saphir, da ist eine Karte installiert, da habt ihr dann en Detail eine Übersicht der aktuellen Kartenlage, wo ihr euch befindet. Bei der Suunto ist es so, dass ihr entsprechend nur einen Strich seht, es ist keine Karte hinterlegt, das heißt, wenn mal was fragwürdig ist, seht ihr hier keine Karte. Beide bieten dann eine Turn-by-Turn-Navigation, das heißt, sie geben ein Signal, wenn ihr abbiegen müsst. Ja, was die GPS-Daten angeht, erstmal was die Satelliten angeht, werden alle gängigen Satelliten unterstützt. Und bei beiden Uhren ist es so, dass ich doch eine wirklich sehr gute Qualität der Strecke bekomme. Das heißt, wenn ich im Wald unterwegs bin, ja, es gibt natürlich ab und zu Abweichungen, aber sie sind jetzt nicht so gravierend, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt totaler Murks. Ja, was die Herzfrequenzmessung angeht, so habe ich bei der Suunto Peak, zumindest in meinem Test, ist immer so gehabt, dass die gegenüber einem Brustgurt ein bisschen zu hoch war. Das gleiche ist aber auch bei der Fenix. Bei der Fenix habe ich oft ganz hohe Peaks drin. Das heißt, ich messe als einen Puls, den ich gar nicht gehabt habe, weil er noch viel höher ist. Beide Uhren nutzen, wie gesagt, diesen Sensor. Und ich habe bei beiden Uhren das Problem, sei es negativ oder positiv in der Höhe, dass sie dem Brustgurt nicht ganz entsprechen. Das Ganze ist aber ein Problem der Technik. Das heißt, es wird ja am Armgelenk gemessen. Ich habe hier eine Verzögerung drin und dadurch bekomme ich natürlich nicht so gute Werte wie ein Brustgurt. Das heißt, wenn ihr das Ganze ein bisschen professioneller angehen möchtet oder ja, hobbyprofessioneller, dann ist sowieso
nur ein Brustgurt zu empfehlen. Was auch beide Uhren unterstützen, ist jetzt zum Beispiel ein Stride Footpod. Wenn ihr jetzt einen Stride Footpod habt, könnt ihr den entsprechend anschließen. Hier ist nur bei der Suunto das Problem, dass wenn ich zum Beispiel geleitete Workouts von Stride machen möchte, dass es da keine App gibt. Hier habe ich eine App bei der Fenix, da bekomme ich dann entsprechend meine Workouts draufgespielt und kann die Workouts durchführen. Das heißt, geführte Workouts habe ich auf der Suunto leider nicht. Bei beiden Uhren ist es so, dass sie einen sehr guten Akku haben. Das bedeutet, ich habe jetzt hier mit der Suunto sehr, sehr viele Stunden, also fast 14,5 Stunden Tracks aufgenommen, habe die 5 Tage genutzt und kam da wunderbar durch und musste die Uhr erst laden. Bei der Fenix sieht es so ähnlich aus. Natürlich ist es je nach Modell unterschiedlich. Wenn ich eine 6S habe, habe ich eine deutlich geringere Akkulaufzeit. Wenn ich den Pulsoximeter die ganze Zeit laufen lasse, was ich auch hier habe machen lassen, saugt es hier den Akku leer. Hier jetzt nicht, weil hier die Daten nicht regelmäßig aufgenommen werden, aber hier ständig. So komme ich je nach Nutzung auf 5 bis, ja, wenn ich es jetzt wirklich ausreizen würde, 14 Tage. Also das heißt, die Uhren sind, was Batterielaufzeit angeht, doch im ähnlichen Bereich. Nur was das Aufladen geht, dadurch, dass es hier ein Schnellladesystem ist die Uhr hier relativ flott. Ich bin unter einer Stunde, habe ich die Uhr aufgeladen. Das habe ich bei der Fenix 6 nicht. Ja, aber für wen ist die Suunto 9 Peak geeignet? Für alle, die eine Suunto-Uhr haben und Upgrade möchten, eine super Uhr, Top-Upgrade, kann man nicht sagen. Wenn ihr jetzt eine dezente Uhr haben wollt, super Uhr. Wenn ihr eine Uhr haben wollt, die eine gute Batterielaufzeit hat, die schnell aufgeladen wird, klasse Uhr. Wenn ihr eine Uhr haben wollt, die sehr zuverlässig GPS-Werte liefert, eine Navigation, wirklich eine sehr gute Uhr. Wenn ihr jetzt aber geführte Workouts zum Beispiel haben möchtet, dann würde ich die Uhr vielleicht sagen, ja gut, passt jetzt nicht so ganz, weil diese Uhr das nicht anbietet. Wie gesagt, die gängigen Sachen sind alle drauf. Ihr habt alle Sportmodis. Das Einzige, wenn ihr jetzt eine Sportmodi habt, die jetzt irgendwas Exklusives ist oder ja, ich sag mal, jetzt nicht so normal, Anführungszeichen, für den Massenmarkt, dann müsst ihr die nochmal nachinstallieren. Habt aber eine super smart Anbindung an die Uhr bzw. an die App. Ihr könnt alles über die App steuern, App einrichten und entsprechend synchronisieren. Die Komoot-Integration ist wirklich klasse. Wenn ihr aber eine Uhr haben wollt, die ihr noch ein bisschen anpassen könnt, mit der ihr nochmal Watchfaces ändern könntet oder Widgets anfügen könnt oder auch geführte Workouts haben möchtet, dann ist vielleicht für euch die Garmin-Uhr ein bisschen besser. Bloß hier muss ich dazu sagen, wenn ihr natürlich die Saphir-Edition haben wollt, wie die hier, müsst ihr entsprechend ein bisschen mehr bezahlen. Darüber hinaus bietet die Fenix noch die Möglichkeit, ab der Pro-Version Offline-Karten zu haben. Das heißt, ihr habt dann eine entsprechende topografische Karte dabei mit den Wegen, die eingezeichnet sind und könnt dann euch entsprechend orientieren. Ihr habt noch die Möglichkeit, Musik zu speichern und Musik zu steuern, wobei die Musiksteuerung auch schon mit der Fenix 6 Normalversion geht, aber ihr entsprechend halt keine Musik herunterladen könnt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video einen kleinen Einblick geben. Es gibt noch so viele Features zu den Uhren. Ich habe ja entsprechend auch auf meinem Kanal hier diverse Videos, wo ich die Features vorstelle. Natürlich sind für Garmin jetzt ein bisschen mehr Features da, weil ich damals mit Garmin angefangen habe. Für Suunto werde ich das Ganze noch nach und nach erweitern. Da könnt ihr nochmal sehen, was die Uhren sonst noch alles können. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst doch gerne was in den Kommentaren da. Ich würde mir das Ganze durchlesen und euch entsprechend beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr euch weiter für Sportuhren und Softwarelösungen interessiert, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Ansonsten bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.